Hallo, da sind wir wieder. Wir dachten, es ist wieder ein bisschen Zeit zu quatschen untereinander mit euch und 2025 ist ein gutes Jahr, um zu quatschen. Es ist vor allem eine Gelegenheit, die wir einfach beim Shop packen, weil wir haben uns lange nicht gesprochen. Ja. Du warst jetzt lange weg. Stimmt. So. Das stimmt. Und irgendwie alle haben mal ihr Ding gemacht, irgendwie kurz letztes Jahr auch. Und wir sitzen jetzt gerade so ziemlich zum ersten Mal dieses Jahr zu dritt hier und dachten, das muss man feiern hier. Ja, absolut. Jawohl. Da muss man also hier erstmal Ein leckeres Käffchen reinmachen. Ja, Prost! Ja, wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid gut reingeschlittert in all das, was so da ist. Wir wollten mal in irgendwas kalt reinstarten, ohne uns vor alles durchdacht zu haben in kleinste Details und dann Pläne zu schmieden, wo wir dann jedes Mal sind, Bist du so ein Typ, ja? ich bin ein großer Pläne. Bist du so ein Overthinker? Komplett. Ja? Ja, natürlich. Ich habe meistens Dialoge in meinem Kopf schon fertig durchdacht und hoffe zu wissen, was andere sagen, damit ich darauf reagieren kann. Also ja. Ich kann mich an 2, 3 Treffen letztes Jahr erinnern, wo du im Office warst. Ja. Ich weiß noch, da gab es einen Tag, wo du erzählt hast, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig in Erinnerung habe, aber dass du gerade was schreibst, dass du eine Geschichte am Schreiben bist. Ach so, da schreiben hast, viel schreiben. Ja, Mhm. aber nur aus Spaß. Also habe Ja, ich ja, mit Niklas getroffen. Einmal in diesem Jahr. Aber wir haben jetzt ein Jahr später wieder ein Treffen, wo wir schreiben, aber eine andere Geschichte. Geil. Update mich mal. Wie läuft's? Und erzähl mal, was ging's denn da? Also das, was du erzählen willst. Aber ich fand's spannend. So. Also Felix hat mir letztes Jahr erzählt, dass er eine zusammenhängende, längere Geschichte am Du Schreiben... hast gerade gesagt, ich soll so viel erzählen, wie ich mag. Und ich wollte aber gar nichts erzählen. Ah, Das ist ja meins. ach so. Ja, Aus Spaß. ja. Ach so, aber dass es eine lange Geschichte werden sollte, zusammenhängende Geschichte, das wolltest du nicht erzählen? Nö, ich wollte gar nichts so. dazu Du erzählen. wolltest gar nichts erzählen? Nö, weil immer wenn ich über Geschichten erzähle, dann ist das erstmal nur ein Teil in die Gedankenwelt eindringen zu können. Und sagen so, hey, hier, du darfst teilhaben an worüber ich gerade so beim Fahrradfahren nachdenke. Ach so. Aber ich möchte nicht zwangsläufig, also schließt sich nicht aus, aber ich möchte nicht den Plan zu groß machen, weil dann sind die ganz vielen Teilschritte, die da entstehen, sofort da. Du wolltest nicht den Future machen, meinst du? Exakt genau. So. So, und also so. Future ist die klassische ADHS-Lähmung. For real. Es ist genau das. Du nimmst einen Gedanken und dann hast du diesen Gedanken und bist so, geil, der ist super. Aber um dahin zu kommen, muss ich das und das machen. Aha. Und es gibt entweder Phasen, wo man sagt so, okay, cool, dann weiß ich ja alles, ab geht's. Oder es gibt, das packe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Mhm. So, deswegen. Und das möchte ich mit Dingen vermeiden. Ich verstehe, okay. Schade, ich dachte, ich kann jetzt so einen guten Connect, weil das Ah. für mich, also ich kann ja ne, meine subjektive Perspektive auf diese Sache war, ach krass, dass, obwohl wir uns quasi da ein paar Wochen nicht gesehen hatten, dass wir das Gleiche, weil ich habe währenddessen auch was geschrieben. Das weiß ich ja. So, und oder beziehungsweise ich schreibe ja immer mal wieder, oder ich schreibe ja alles Mögliche auf. Es hat mich total gefreut. Und das war so ein schöner Connection-Punkt letztes Jahr, ganz kurz, obwohl er nur kurz war. Ja, danach aber es keine war immer so, Connection mehr. wir sind so, du bist da, ich bin da, André Hier. irgendwo. Ja, keine Ahnung. So, und man sieht sich dann einmal und ausgerechnet dann erzählst du mir so, ich mache gerade übrigens das oder das und das beschäftigt mich gerade und ich denk so, funny, ich mache das Gleiche gerade. Also nur so auf in einer anderen Welt. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus eigentlich, dass wir so interstellar connected. Das sind wir aber also immer noch anders, weil letztes Jahr gab es einen Moment, auf den ich hingefiebert habe, so ein bisschen. Wir haben ja von wegen Schreiben, wir haben ja auch Musik gemacht, aber in unterschiedlichsten Konstellationen. Und Ende des Jahres haben wir uns zusammengesetzt und das mal gezeigt, was wir so gemacht haben. So, aber so ganz wertfrei. So, das ist das, was jetzt so gerade in dem Stadium da ist. Und keiner hat irgendwas gehört. Und das so zu erarbeiten hat mir sehr viel Freude gegeben. Irgendwie so. Und auch so geheimniskrämerisch so rumzuhantieren. Das war irgendwie schön. Das ist nämlich witzig. Wir sind nämlich nicht nur alle, die jetzt irgendwie gerade, ich bin seit 10, 15 Jahren dabei. Ihr könnt mal den imaginären Finger heben.
Und wer das ist und wer uns kennt, der oder die weiß, wir machen immer diese Geheimnissachen, Teasings und irgendwie Interpretationsspielraum und so weiter. Und das ist nichts Konstruiertes, das ist real. Das ist, wie wir sind und wie wir auch zueinander sind. Es war auch so funny einfach, dass wir das voneinander wussten, dass wir gerade schreiben und aber die ganze Zeit so, nein, ich höre mir das nicht an. Felix war auch so bei diesem einen Treffen, nee, ich habe mir das extra noch nicht angehört, weil du wolltest das dann auch schon auch präsentiert bekommen. So, André hat ja schon auch super lange irgendwie Sachen und war immer so, jetzt zeige ich das und ich war immer so, nee, ich brauche das Event so und ich brauche nichts anderes außer das so, weil ich das so zelebrieren will. Mhm. So, ich finde, das macht mir Freude. Ja. Voll, es war eine gute Sache, das zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist das eher nicht so was. Ich werde lieber geupdatet oder höre gerne, was ihr so macht. Und auch zum Beispiel, ich höre mir gerne das alleine an auch, was vielleicht hier rauskommt, gerne. Weiß ich nicht. Also, weil dann hört man es ja auch nochmal anders, als wenn ich hier vorne sitze, anmache und nee, aber Ich muss gerade an Marty denken. ja, Der dann immer so und dann immer so diese. Er hat ja auch immer dann 20 neue Sachen, Alter, und zeigt die alle durch. Und Genau. die sind halt alle geil, aber was willst du irgendwann sagen halt so? Genau. Ja, das ist auch. Aber ich finde es fair, völlig fair. Mhm. Ich würde das auch so unterschreiben, aber es ist für mich so ein bisschen wie ein Album zeigen. Weißt du, wenn du zusammen ein Album hörst, egal was es ist, oder zusammen einen Film guckst und so weiter, du nimmst das ja dann erstmal irgendwie wahr und erst dann im Privaten kannst du richtig eintauchen. Mhm. Aber ich brauche manchmal so die Einladung dazu, jetzt höre dir das jetzt ist es deins, so ein bisschen so in dem Moment. Und dann kann ich mir Gedanken darum machen. Aber erstmal will ich das so losgelöst und weil ich es geil finde, nicht nur beim Schaffensprozess immer auch dabei zu sein und zu gucken, was so in den Leuten vorgeht, sondern so dieses Produkt irgendwie zu haben. So, das ist. Du willst abgeholt werden. Halt. Ja, es ist so, ich liebe die artistische Story. So, das ist einfach ein Ding. Ja, voll. Deswegen war dieses Happening auch total geil, was wir da gemacht haben Ende des Jahres. Ich finde, es ist auch, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so eine Connection gerade ziehe, aber es ist so ein bisschen wie so in den Freizeitpark gehen und so diese Erwartungshaltung, wir gehen morgen in den Freizeitpark, ist ja was anderes als so, oh, wir fahren gerade auf der A, was auch immer. Oh, da ist der Freizeitpark. Komm, lass mal hin. Oder wir machen einen Roadtrip und sagen dann, dann gehen wir BK, Digga. So. und dann macht es halt Bock. So, und ich glaube, das ist, oder würde ich jetzt mal schätzen, das ist so. Ja, ich bin, glaube ich, einfach nicht so spontan, was das angeht. Aber würdest du dann auch zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, hey, wir fahren jetzt zu dritt zu einem Job, der sehr anstrengend wird. Ja. Aber dann fahren wir in den Freizeitpark und sind, Felix! Das war eine Lüge, wir fahren in den Heidepark. Ich wäre, glaube ich, richtig sauer. Ich wäre richtig sauer, glaube ich. Weil, in dem Set, weil ich genau wüsste, dass ich mich vorne dran so lange auf den Quatsch vorbereitet hätte und mental so darauf eingestellt ist, dass ich dann gar nicht losbeißen kann. So. Ich glaube, ich bin einfach schlechter drin. Ja, okay. Vielleicht bin ich einfach nicht so eine Surprise-Maus. Ja. Plus, ich finde auch, also du hörst dir gerne Sachen alleine an. Ich finde aber auch gegenteilig dazu, höre ich mir deine Sachen auch gerne alleine an. Ich glaube, es ist auch noch was anderes, weil es ein bisschen andere Musik ist. So, wenn ich zum Beispiel, oder als ich so Felix Sachen gehört habe, da war es irgendwie geil. Ich hatte dann so Fragen und ich konnte so Fragen und wie hast du das und das gemeint oder was hast du da gesungen oder keine Ahnung. Und man kann so direkt drüber sprechen. Und bei dir zum Beispiel, ich denke gerade an, als ich dein Cover gemacht habe für die kleine EP letztes Jahr, die du released hast, Zwinker, Zwinker. Da habe ich halt deine EP im Dauerschleife so über 2 Stunden einfach gehört. Und da wäre es total doof gewesen, wenn jetzt jemand dabei oder wenn du jetzt daneben sitzt und 2 Stunden lang meine eigene Scheiße hätte. Genau. Ja. Und es ist aber auch, weil das halt so atmosphärisch und spacious ist irgendwie oft. Voll. Nicht alles. Lange nicht alles. Nein. Es ist spacious und atmosphärisch. Ja. Geil. Ja, ich muss auf jeden Fall in diesem Video aufzählen, was ich letztes Jahr gemacht habe, weil
Irgendwie ist es so viel, oder die letzten 2 Jahre. Mhm. Also keine Ahnung, es ist wirklich unfassbar viel gewesen, was ich gemacht habe, was alles aber nicht Future war. Mhm. Und Und nichts davon ist released auch. doch, Also, aber nur also meine Solo-Sachen sind nicht the tip of the Ja, iceberg. ja, das ist halt witzig. Aber ja, genau. Was hast du das gemacht? Ja, also, pass auf. Erstmal habe ich die Bowl-Platte gemacht, Stimmt. Bowl-Album. Geile. Beats, da habe ich Beats gemacht. Du hast produced, das ist ja nicht Ja. nur. Ich habe es Ja. produced, okay. Dann habe ich den Soundtrack für einen Podcast in Dolby Atmos gemacht. Der heißt $Billion Apes. Der hat einen deutschen Podcastpreis gewonnen. Ich bin deutscher Das Podcastpreis. stimmt. Der ist quasi wie bei uns der Webvideopreis, kurz bevor er abgeschafft ja, wurde. wurde danach Den gibt's abgeschafft. nämlich nicht mehr. Das ist halt so dumm, immer wenn ich gewinne, Ja. wird der Preis abgeschafft. Ja, dann denken die Leute halt so, ja toll, jetzt Ja. haben wir halt schon, was soll da jetzt noch kommen? Genau, jetzt haben wir Ja. es den Besten schon gegeben. So. Ja. Das ist wie, als man Tom Hanks einen Oscar gegeben hat, so war vorbei. Ja. Danach juckt es keinen mehr. Dann habe ich noch einen Podcast gemacht, Who Killed Tupper, der ist neu. Da habe ich so, ja, das ist auf jeden Fall die weirdeste Musik, die ich bisher gemacht habe, glaube ich. Mit Friedrich Lichtenstein als Tupper-Kommissar. Wir finden heraus, wer der Mörder ist. Who killed Tupper? Ja, und dann habe ich noch halt eigene Projekte gemacht. Ich habe für ein Tanzvideo einen Soundtrack gemacht. Ja, Mann. Ich habe ein Reggaeton-Album fast fertig. Krank. Ja, das war's. Und du hast eine Obsession mit Flöten entwickelt. Stimmt, ich habe noch so Flötenkram gemacht. Ja, Also auch aktiv auf Social Media Flöten-Content. ja stimmt. Ich bin der Flötist. Ich habe das lustigerweise, als Xiao Hangshu so gekommen ist, ich habe da ja immer so chinesische Texte vorher gesagt. 在雪佛龙公司为亚马逊地区的石油污染向厄瓜多尔 Ja. Und ich habe einfach diese Flötenvideos auf Xiao Hangshu. Sage ich das richtig überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die Laute hoch runter Xiao gehen. Hangshu. Da habe ich dann diese Flötenvideos hochgeladen. Und es war so witzig, dass die Chinesen halt, die haben dann ihre eigenen Flötenbilder so drunter gepostet, haben so geschrieben, geil, du bist der Boss. ja, die Chinesen, die lieben mich. Das ist ja mega. Also es ist jetzt nicht da viral, sondern es hat wirklich nur so 100 Views, aber die Leute sind da so, die haben da so Bock auf anderen Content irgendwie. Das Aber uns hören wollten sie nicht. Damals haben wir ja Blaues Licht und ich glaube auch noch Pace, also auf dem chinesischen Streaming-Anbieter hochgeladen, Ja. quasi Pendant. aber das bringt halt nichts, wenn du da nicht. Also Aber wäre lustig gewesen. das ist wie wenn du hier irgendwas random auf Spotify hochlädst und dann niemandem Bescheid sagst. Aber wir haben auch sogar die Titel übersetzen lassen. Das Das war lustig. Das stimmt. Wir haben auf Fiverr haben wir alle Future-Titel einem Chinesen geschickt und der hat sie auf Mandarin übersetzt. der for real? Ja, no joke, haben wir damals gemacht. Und ey, was wir so machen, wenn wir einfach Hey. Zeit haben. Ne? Du so, I didn't know. Aber es ist auch, also, Es ist schon ein paar wirklich Jahre Untergang. her. Ich Und hatte hat es er- einfach vergessen. Mir Ja. eingefallen. Das war wirklich witzig. Krass. Naja. Wow, was ich immer so über euch erfahre hier. Ja. Leute, wir müssen das mal öfter machen. Reden? Ja, müssen Ja. wir wieder miteinander reden. Reden. Ich habe auch noch ein Update. Ich habe nämlich für diese Podcasts Ja. habe ich bei der GEMA mal ein bisschen so reingeguckt. Und da sieht man, wo unsere Songs verwendet wurden im Fernsehen oder im Radio. Jetzt, Alter, now we're talking. Und Geil. dann habe ich gesehen, dass, scheiße, wie hieß das? Mein Lokal, dein Lokal? Diese Sendung Mhm. ist auf RTN oder ja, irgend so ein Sender halt. Da läuft das und die benutzen ungefähr jede Folge Skeleton. Noch ein bisschen Muskatnuss für den Geschmack und Ei für die Bindung. Schon ist es Zeit zum Durchmischen. Das war irgendwie absurd, diesen Song in so einer Reality-Show zu hören irgendwie. Mhm. Also irgendwer im Cutting Department mag uns da wohl. Oder den Song. Genau, beides. Also Vielleicht hasst er uns. solltest du potenziell hier zuhören. Genau, schreib danke uns. für die GEMA. Danke. Kuss. Ah, das würde das entzaubern. Was? Nee, echt? Findest du? Für mich. Ich lese einfach die Kommentare nicht. Oder den nur nicht, der wird dann versteckt. Ja. Alle Du anderen. musst den vorher so rauskuratieren. Ja, genau. Also kommentiere, aber du wirst gelöscht. Ja, Genau. danach. Genau, ja, Leute, Das ich soll meine, lustig sein. Future 2025, was haltet ihr von dieser Talkrunde? Ich hatte Spaß. Also ich habe Spaß. Ja. Ich weiß nicht, wir müssen noch darüber reden, wie lange wir das jetzt machen. Ja, das können ja die auch sagen. Sag mal, mal. was für euch angenehm ist, einfach als Länge. Ich will mir noch was klauen aus einem anderen sehr guten Podcast. Ich glaube, das ist auf jeden Fall lustig, locker, wenn wir darauf keinen Bock haben, noch nicht, aber
in dem sehr guten Dissect-Podcast gibt es in Last One Standing immer ganz zum Schluss auf allem einen kulturellen Austausch. Der kulturelle Austausch ist, jeder kriegt irgendwie, ob's ein Album, ein Film oder irgendwas zum Angucken, was dem anderen irgendwie gerade oder überhaupt was bedeutet, womit man nicht was zu tun hat. Ja. Und dann redet man drüber. Und es ist egal, ob man es gut findet oder nicht. So, es ist einfach nur so, hey, das ist Fun und ich will wissen, was passiert, wenn du dir das anguckst. So, weil wir wohnen ja nicht mehr zusammen zu dritt und dadurch kriegen wir nicht nonstop mit, was den anderen gerade rein, also nicht mal artistisch, sondern einfach nur so popkulturell vielleicht auch einfach nur bewegt, ne? Oder bewegt hat. Das geht auch im Vergangen. Also die haben auch ganz oft so, ja, ey, hör dir meine alten Emo-Alben von der Band an, damit du verstehst, wo ich herkomme. So, also alles mögliche. Deswegen finde ich eigentlich, ist eine lustige Idee. Willst du uns foltern, ja? Ist wie so eine Hausaufgabe, oder was? Ja, so ein bisschen. Okay. Aber ist auch nicht schlimm, wenn es nicht passiert. Ja, So, ist nicht dramatisch. War nur eine falsche Spontan, nee, Idee. ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Machen wir so. Ich mache einfach was für euch. Ihr macht einfach dasselbe. So einfach ist es. So, da muss man es nicht so kompliziert machen. Ich bin ja eigentlich nicht so eine Film- und Serienmaus. So, ich schaue und höre nicht so viel, aber ich würde sagen, weil ich das einfach so gerne in den letzten 3 Jahren geguckt habe, ich möchte, dass ihr die erste Folge RuPaul's Drag Race guckt, Staffel 11. Miss Vanjie, Miss Vanjie, Miss Vanjie. Staffel 11. Also direkt. Ja, weil das war mein Start. Damit habe ich angefangen. Okay. Lustigerweise habe ich die erste Folge davon geguckt, als ich in der Türkei festsaß. Und dann habe ich das da geguckt und ich fand es arschwitzig irgendwie so. Okay. Das ist Reality-TV, wie ich es richtig gut finde. Geiles Storytelling. Alles klar. Okay. Das ist mein kultureller Auftrag. Ja, sehr gut. Das klingt gut. Dann möchte ich, Oh, Ja. fuck. dass ihr 2 Years on a Bike guckt. Das sind 4 Teile, die gehen insgesamt 1 Stunde 20 oder sowas. Und es ist the most inspiring bike journey documentary, die ich je geguckt habe. Genau. Geil. Die schaut ihr euch mal schön an. Ja. Und dann reden wir Aber weiter. weiter. Dann gucken wir mal. Ja. So, fuck, was mache ich? Ja. Ich hab was. Ja. Ich muss gucken, wie das heißt überhaupt. Also hast du doch nichts. Nee, das hat so einen komplizierten Namen. Okay. Hat's bestimmt nicht. Debí tirar más fotos von Bad Bunny. Das Album ist relativ neu und ist auch mega abgegangen. Ja, das macht so eine Mischung auf aus traditionell puerto-ricanischer Musik und modernem Reggaeton und Rap und Trap und sowas. Und ja, da bin ich gespannt, was ihr sagt. Das ist unser kultureller Austausch. Ihr dürft gerne mitmachen. Ihr habt das alles gehört. Und genau, eure Meinungen unten rein. Und das war's. Geil. Bis Mega. zum nächsten Mal. Ja, bis dann, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao. Bitte abonnieren.